Wir haben, glaube ich, einen sehr klug konzipierten pädagogisch-psychologischen Bereich, wo man eben sukzessive Praktiken lernt ab dem ersten Semester und dann auch im Master noch freier entscheiden kann, wo kann ich mich spezialisieren. Da ist vor allem nach dem großen Praktikum noch sehr viel Möglichkeit, aus einem bunten Programm etwas auszusuchen. Und nicht zuletzt haben wir natürlich das Komplementärstudium, das auch noch ermöglicht, anders als in anderen Unis, mit anderen Studierenden Projekte anzugehen, auch konkret die Schule zu verändern. Wir haben hier festgestellt bei den Gruppen, die bei uns waren, dass die Studentinnen und Studenten hier engagiert sind, dass sie wirklich was wollen und dass sie sehr offen sind. Das, was wir als Schule gerne weitergeben möchten, trifft da auf genau das, was die Studentinnen und Studenten auch brauchen oder wollen. Uns macht es eben viel Freude, wenn Studierende dabei sind und die eben im Unterricht unterstützen und in diesen Lehrerberuf reinwachsen und währenddessen für uns einfach eine Hilfe ganz oft sind. Den ganzen Bereich rund um Unterrichtsplanung, da hat halt die Uni schon sehr viel vorweggenommen, was auch sehr hilfreich ist. Wie mache ich Unterrichtseinstiege? Wie gestalte ich Unterricht spannend? Wie kann ich den mit digitalen Medien stützen, sodass man da auch noch mehr Interesse für seinen Unterricht generiert? Man merkt es auch jetzt, wenn man das hier jetzt auch mal umsetzen kann, dass teilweise schon rückgemeldet wird. Wow, ich finde es toll, dass ihr euch schon über dies und das richtig Gedanken mitmacht. Also was ich besonders hilfreich fand, jetzt auch in der Uni, ist zum Beispiel das Seminar Sprecherziehung, damit man wirklich präsent ist. Durch zum Beispiel Gesundheitspsychologie kann man halt auch viel besser verstehen, was in den SchülerInnen vorgeht. Manchmal ist das natürlich nicht ganz so offensichtlich, aber auch jetzt hier schon beim Praktikum, man kann eigentlich auch schon so gut diagnostizieren. Im Mittelpunkt steht oft im Bachelor die Klassenführung, ganz gezielt mit Jugendlichen, wo wir wissen, dass da oftmals es schwierig ist, Klassen zu leiten. Und schauen uns mit Videografie auch den Unterricht an im Praktikum, sodass wir auch nochmal genau analysieren können, was lief gut, was lief nicht so gut. Gerade wenn schon beim ersten Unterrichten auch, das wird so passieren, Störungen auftreten, Schwierigkeiten auftreten. Weil wir eine sehr kleine Uni sind, können die Lehrenden sehr stark auf alle Personen eingehen in den Seminaren. Man kennt sich untereinander und das macht halt einfach ein sehr schönes Lernklima aus. Das ist, glaube ich, im Lehramt keine Selbstverständlichkeit, die Regelstudienzeit einzuhalten, immer wieder zu evaluieren, können alle ihr Studium rechtzeitig abschließen. Also eine gewisse Begleitung vom Beginn des Studiums bis zum Abschluss, den wir dann auch gebührend feiern und auch mehr feiern, glaube ich, noch als andere Hochschulen.